Dieser Podcast ist an unsere innere Feinheit und Intuition gerichtet. Er ist die freundliche Stimme in deinem Ohr, die dich daran erinnert, dass es okay ist, das Leben im eigenen Tempo zu leben und bedingungslos auf dich selbst zu hören. Ich bin Miriam Amavi und ich bin Meditationslehrerin und Inner Voice Mentorin. Und heute gibt es eine kleine Meditation für euch. Und zwar zum Thema Fear of Missing Out, beziehungsweise zur Angst, etwas zu verpassen. Und ich habe darüber auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Es ist, glaube ich, die vorherige. Und ich werde sie auf jeden Fall auch noch in den Shownotes verlinken. Und falls du ein Thema mit FOMO hast und falls es dir öfter im Leben begegnet, dann kann ich dir ganz von Herzen empfehlen, in meinen Kurs zu kommen, Blooming from Within. Da geht es besonders darum, selbstbestimmter zu leben und zu sich selbst nach Hause zu kommen und sich selber besser zu verstehen und um genau solche Sachen wie FOMO auch auflösen zu können, um zu schauen, was ist da eigentlich dahinter und dich mit deiner Intuition zu verbinden und zu gucken, was denkt eigentlich deine Inner Voice darüber? Was denkt deine Intuition über die Angst, etwas zu verpassen? Kann man wirklich etwas verpassen? Und wenn es dich anspricht, dann kannst du gerne mal in die Shownotes schauen. Da ist ein Link zu dem Kurs Blooming from Within. Der wird 4 Wochen lang gehen und es ist ein Inner Voice Cocoon für alle, die ganz tiefes Selbstvertrauen aufbauen möchten und ganz, ganz tiefes Selbstmitgefühl, was bei Themen wie FOMO zum Beispiel extrem wichtig sind. Und wenn du diese Meditation dir ohne dieses Intro anhören möchtest, wenn dir vielleicht nochmal irgendwann FOMO begegnet und du diese Meditation machen möchtest, dann kannst du sie gerne auch bei Insight Timer anhören. Die wird in den nächsten Tagen dort verfügbar sein, falls du das jetzt hier zeitgemäß hörst. Und ansonsten gibt es einen Link in den Shownotes, den du klicken kannst. Und dann wird die Meditation dort verfügbar sein, sobald sie das ist. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Meditation und let's go. Mach's dir also ganz bequem und schließ deine Augen und komm erstmal hier in diesem Moment an und atme einmal tief ein und aus. Lass diesen Moment los. Atme noch einmal tief ein und wieder aus. Und stell dir vor, dass die Zeit kurz für dich stehen bleibt. Es bist nur du mit dir in diesem Moment. Und spür, wie liebevoll es von dir ist, dass du dir diese Zeit nimmst und kurz innehältst, um in dich hineinzuhorchen. Um zu schauen, was wirklich hinter dieser Angst, etwas zu verpassen, liegt, was wirklich in dir vorgeht. Und dieser Moment gehört nur dir. Und jetzt kannst du dich diesem Teil in dir zuwenden, der Angst hat, etwas zu verpassen. Spür hinein, wie es sich anfühlt, diese Angst. Und frage diesen Teil, was er denkt, würde passieren, wenn du diese eine Sache verpasst. Wovor hat dieser Teil genau Angst? Warum hat er Angst, etwas zu verpassen? Und hör einfach liebevoll und aufmerksam den Sorgen dieses Anteils in dir zu. Du brauchst dich nicht mit ihm identifizieren. Du kannst einfach wie eine liebevolle Mutter oder Großmutter diesem Anteil in dir zuhören.
nimm diesen Teil nun in den Arm und sag ihm, dass er keine Angst mehr haben braucht. Denn du bist erwachsen und du bestimmst nun selber über dein Leben. Und du bist immer sicher, auch wenn du dich nicht von äußeren Umständen beeinflussen lässt. Mach diesem Teil in dir klar, dass die Zeit, die du mit dir verbringst, und wenn du von Herzen entscheidest, was du machen möchtest, dass das nie falsch sein kann. Denn immer wenn du von Herzen entscheidest und aus Klarheit heraus entscheidest, was du machen möchtest, mit wem du deine Zeit verbringen möchtest, was dich wirklich glücklich macht, so lebst du deine Wahrheit. Es ist sicher, im Hier und Jetzt zu sein. Es ist sicher, nicht direkt auf andere reagieren zu müssen. Es ist sicher, selbst zu entscheiden, wie du deine Zeit verbringen möchtest. Es ist sicher, Grenzen für dich selbst zu setzen. Und nun kannst du diese Fragen an deine Intuition oder dein Herz stellen. Wenn ich nichts verpassen könnte, was würde ich jetzt gerne machen? Vielleicht möchtest du Zeit alleine verbringen oder vielleicht mit einem lieben Menschen, anstatt zu diesem einen großen Event zu gehen. Was wird möglich für mich, wenn ich mir erlaube, nicht zu dieser einen Sache zu gehen? Vielleicht gibt es dir Raum, um dich selbst besser kennenzulernen oder Zeit, um etwas zu tun, was dich wirklich glücklich macht. Vielleicht kannst du auch nicht zu dieser einen Sache gehen, obwohl du es vielleicht möchtest, und frag dich, was dann anstelle dessen möglich für dich wird. Vielleicht ermöglicht es dir, ein langes Gespräch mit einer deiner Liebsten zu führen, was eure Beziehung vertieft. Vielleicht ermöglicht es dir, in der Natur zu sein oder die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und spür in die Ruhe in deinem Herzen, spür die Stille und die Genügsamkeit dieses Augenblicks. Wenn du Zeit in Verbundenheit mit dir selbst verbringst, egal wo du bist oder mit wem du bist,
dann kannst du nichts verpassen. Was, wenn du genau da bist, wo du sein sollst? Was, wenn du dem Flow des Lebens vertraust? Und jetzt kannst du langsam wieder in diesen Ort zurückkommen, an dem du bist und nochmal tief durchatmen und langsam deine Augen öffnen. Ich hoffe, dir hat die Meditation etwas geholfen, wieder mehr in deine Mitte zu finden, und empfehle die Meditation gerne weiter, wenn sie dir geholfen hat. Ich würde mich mega freuen, und wie gesagt, du kannst sie dir auch bei Insight Timer anhören. Der Link ist in den Shownotes, sobald sie verfügbar ist. Und komm gerne in den Kurs Blooming from Within. Ich würde mich total freuen, mit dir diese Sachen gemeinsam anzuschauen und wo du eine ganz tiefe Verbindung zu deiner eigenen Inner Voice kultivieren kannst und noch mehr Selbstvertrauen, um eben noch selbstbestimmter durchs Leben zu gehen, um eben solchen Dingen wie FOMO nicht mehr so stark ausgesetzt zu sein. Fühl dich ganz doll gedrückt und bis zum nächsten Mal. Ciao.